Wenn ich an den Basti zurückdenke von einem Jahr nachher, denke ich, oh mein Gott, ey, oder vor 1,5 Jahren, das ist echt ein anderer Typ noch. Da hat sich einiges getan. So, die Prioritäten haben sich einfach verschoben. So, die Prioritäten haben sich dahingehend verschoben, nicht irgendwie viel zu haben und zu zeigen, was du hast und was du dir aufgebaut hast, sondern mehr was zu tun, was einem selber Spaß bereitet oder einen Mehrwert hat. Moin, ich bin Basti und ich lebe seit einem halben Jahr hier in meinem Bus, in meinem Camper. Im Prinzip sind wir überall. Wir sind im Wohnzimmer. Also ich kann es gar nicht so aufstellen. Also ich würde sagen, hier so das vorne ist mein Wohnzimmer. Gleichzeitig ist es halt irgendwie auch das Bett. Das heißt, hier wo ich sitze, kann ich umklappen zum Schlafzimmer. Hier drüben ist eigentlich so der Küchenbereich. Hier ist ein bisschen Küchenbereich. Hier habe ich so ein bisschen mein Kochequipment. Das versteckt sich hier, mit dem ich so ein bisschen koche. Ich habe es mobil gehalten. Das heißt, ich koche eigentlich nur mit einem kleinen Dreibeinkocher auf einer Gaskartusche. Ja, im Prinzip kann ich, wenn ich hier sitze, mich so drumherum drehen und habe alles hier. Ich habe hier mein Kochequipment mit einem Kocher oder meine Kaffeemaschine morgens und komme hier irgendwie an die Küche dran. Und das ist so alles. Das Badezimmer hat sich hier vorne versteckt. Das habe ich irgendwie, weil das ist auch so ein Männerding, aber mehr habe ich nicht und mehr brauche ich nicht. So, da ist irgendwie alles drin. Und das Schöne ist, man kann es irgendwie halt auch mit rausnehmen. Ne? Und ich kann es draußen am Bus hängen, wenn ich draußen mal irgendwas machen möchte und nicht hier drinnen. Morgen Zähne putzen draußen liebe ich. Einfach draußen zu sitzen oder zu stehen und draußen Zähne zu putzen oder abends ist, finde ich super. Das ist für mich so ein Ding, egal wie kalt das ist, ich mache es immer draußen. Ich finde es super. 2013, nach einer Trennung aus einer Beziehung, wo es mir nicht gut ging, wo ich ein ganz schönes Tief hatte, habe ich damals, wo ich den Bus noch nicht hatte, hatte ich einen kleinen Kia Ceed. Das ist so Größe von einem VW Golf vielleicht. Alles reingeschmissen. Und bin für 2 Wochen einfach die ganze dänische Küste abgefahren. Habe immer auf dem Beifahrersitz gepennt. Habe immer über den umgeklappt und war damit irgendwie 2 Wochen unterwegs. Und habe so gemerkt, irgendwie, ich brauche was, ich muss mich gerade irgendwie wiederfinden, ein bisschen irgendwie eine Konstante haben. Und war dann unterwegs und habe gemerkt, dieses Gefühl, wenn du reist und nicht abends immer wieder zurück musst. Du musst nicht zurück zum Campingplatz, du musst nicht zurück zum Hotel, du fährst halt immer weiter. So, und du kannst weiterfahren, wie gerade irgendwie das Gefühl, was das Gefühl dir sagt, wo es hingehen soll. Und das fand ich damals in diesen 2 Wochen so intensiv und so inspirierend, dass es irgendwie damals für mich anfing, generell die Thematik irgendwie autark mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Und das fand ich halt schon so spannend und das ging halt dann ein Stück weit weiter. Dann irgendwann kam die Thematik Bulli. Dann habe ich überlegt, okay, was für ein Fahrzeug kann es denn sein? Und dann kam ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie halt auf VW-Bus. So, und habe dann relativ schnell klar gehabt, dass es halt so ein T4 werden sollte. Die Farbe war auch klar. Ich wollte halt immer einen blauen Bus haben. Also meine Lieblingsfarbe. Deswegen war klar, okay, es muss ein blauer Bulli werden. Also ich habe unter dem Beifahrersitz eine Standheizung. Ich bin da jetzt nicht so Experte, aber die heißt Ebersbecher, soweit ich weiß. Und ist aber, glaube ich, für das Volumen von dem Bus völlig überdimensioniert. Also die kommt hier raus. Ich habe hier einen Auslass. Und da kann ich das steuern. Die Fernbedienung dafür, dieses Panel ist vorne verbaut. Das heißt, ich muss leider immer durchs ganze Auto nach vorne durch, um im Fahrerbereich die halt anzumachen. Die wurde vom Vorbesitzer eingebaut und damit hatte ich nichts zu tun. Aber die schafft hier drin Verhältnisse, dass ich nach 20 Minuten die Tür aufreiße. Wenn die auf unterster Stufe läuft, das ist echt too much. Also ich werde irgendwann mal da eine kleinere einbauen müssen, weil konstant laufen lassen geht nicht. Aber es ist super, die einfach dabei zu haben, weil ich auch merke, allein jetzt schon so ein bisschen, jetzt die Zeit so im Herbst, dass man ein bisschen mal auch Kleidung mal trocken bekommt. Ich kann mal Schuhe hier vorne hinstellen, die nass sind und drehe mir den einfach und nach 10 Minuten sind die Schuhe trocken. Und das ist irgendwie eine Sache, die gerade irgendwie im Busleben das echt einfacher macht. So, oder morgens, wenn ich aufwache, die Scheiben sind beschlagen, halbe Stunde laufen lassen und hier drin ist es einigermaßen trocken. Gerade mit Feuchtigkeit, mit Schlafen ist das echt etwas, was hier, das würde ich fast sogar als Luxus bezeichnen. Im Autoleben. Eine Standheizung ist Luxus.
das trocken zu bekommen. Das ist echt ein Riesenthema. Ich dachte halt immer, das geht nur im Autoleben, wenn du auch einen Job hast, wo du unterwegs halt arbeiten kannst. Das war so mein Denken. Irgendwie irgendwas im Journalismus oder irgendwas Digitales. Und da ich die letzten Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet habe oder auch 7 Jahre im Kindergarten als Sozialpädagoge oder halt auch Erzieher, habe ich irgendwann gedacht, ja, anscheinend irgendwie soll es nicht sein. Also ich kriege das nicht hin. Ich habe keinen Job, wo ich unterwegs arbeiten kann. Und Silvester auf einem Treffen in Österreich habe ich mit Leuten gesprochen, die aus der Nähe von Kiel kommen, mittlerweile gute Freunde von mir. Und die hatten mir erzählt, dass sie das zum April vorhaben, in ihren Bus zu ziehen und weiter an einem festen Ort zu arbeiten. Und ich saß da, ich weiß noch heute, ich saß da und dachte so, anscheinend geht's doch so. Und es machen auch andere, wirklich mit einem ortsgebundenen Job im Auto zu leben. Ja, und ich habe dann auf der Rückfahrt von Österreich wieder nach Hause, irgendwie am 3. oder 4. Januar, auf der Fahrt dann irgendwie darüber nachgedacht. Und ich weiß noch, diese 8-Stunden-Fahrt verging so in so einer kurzen Zeit, dass ich zu Hause ankam und auf dem Hof stand und dachte so, ja, das mache ich jetzt. Ich kündige jetzt meine Wohnung, ich ziehe jetzt meinen Bus. Ja, mein Bett wirkt oft sehr klein. Ich wurde schon von einigen darauf angesprochen, ich bin fast 2 Meter, dass es halt so klein wirkt. Das ist, also das Bett ist 1,60 lang mal 1,10. Und ich bin 2 Meter. Jetzt rechnen viele und denken, wie passt das denn? Ich kann es ja mal zeigen. Und zwar erfindet ja keiner wieder das Rad neu, aber ich habe mir es auch von anderen YouTube-Kanälen abgeguckt. Und im Prinzip habe ich hier eine Liegefläche, ich habe hier ein Brett, das kann ich rausnehmen und rüberschieben. Das klickt hier ein. Das ist jetzt hier an der Kante eingeklickt. Dann nehme ich die Lehne, klappe die runter und klappe die Matratze wieder zurück und habe mein Bett. Und wenn ich mich diagonal hinlege, kann ich mich richtig lang machen. Also das passt. Und zur Not, ich habe auch kein Problem damit, einfach die Füße raushängen zu lassen. Also ich kann hier liegen, das passt super. Und wenn ich mich mal drehen möchte, gucken die Füße halt vorne raus. Aber das geht alles. Das war ich schon immer, das war ich als Kind, das ist auch jetzt als Erwachsener irgendwie weiter. Ich schlafe einfach oft angezogenen Füßen. Ich bin so ein Schläfer. Also deswegen, ich hatte sogar am Anfang überlegt, ob ich das Bett hier hinten quer baue, aber das war mir dann doch zu krass. Weil dann kannst du die Füße gar nicht lang machen. Aber jetzt hier so, wie gesagt, ich klopfe hier hinten und dann ist hier echt eine riesen Liegefläche entstanden. Ich habe am 31. März jetzt von einem halben Jahr die Schlüssel übergeben und seitdem bin ich hier Vollzeit in diesem Fahrzeug mit 4 Rädern. Und das ist, glaube das größte Abenteuer, was ich bisher in meinem Leben getan habe. Weil es so eine krasse Freiheit ist. Freiheit ist ein großer Begriff, aber ich finde, genau das ist Freiheit, sich jeden Tag überlegen zu können, wo möchte ich morgens aufwachen, was möchte ich als erstes sehen. Das ist für mich eine Riesenthematik, so in der Natur zu sein. So, ich kann mir abends überlegen, okay, wo möchte ich stehen und mache morgens die Tür auf und denke mir jedes Mal, ja, mega, ich kann durchatmen. Ich habe Zeit für mich. Und auch die ersten 3 Monate, als ich eingezogen bin, habe ich halt noch in der Kita gearbeitet und war nach dem Vollzeitjob irgendwie 40-Stunden-Woche mit einer hohen Belastung, was auch die Arbeit angeht, Kinder und Eltern und in dem Kontext Kindergarten, oft so weit voll, dass ich genau wusste, heute ist mir nach dem Platz am See oder heute möchte ich an den Platz in den Wald fahren, weil ich genau weiß, da ist genau das zu finden, was ich gerade irgendwie brauche, um wieder runterzukommen. Und das mache ich jetzt seit einem halben Jahr mit einigen Höhen und ganz schönen Tiefen schon mit dabei. Also es war schon alles mit dabei, was man sich, glaube ich, so vorstellen kann oder vielleicht auch nicht vorstellen kann. Also es waren einige Erlebnisse, wo ich schon ganz schön zu kämpfen hatte. Aber an sich ist es ein Riesending, was mir ganz, ganz viel Ruhe beschert. Das merke ich. Dieses Ich im Einklang mit der Natur, das sehe ich ganz oft. So, ich bin draußen in der Natur, ich sehe Tiere, Natur, Gezeiten will ich nicht sagen, aber mit Wetter, mit gutem, schlechtem Wetter, man lebt es hautnah und das ist etwas, was, finde ich, ganz inspirierend ist, so, um einfach mal sich selber wiederzufinden. Ne? Ja, und neben Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer ist auch noch Musikzimmer. Also ich sitze genauso hier gerne oder im Eingangsbereich und spiele Gitarre. Das ist so mit mein größtes Hobby. Deswegen ist die auch, das war mir so wichtig, dass die hier vorne positioniert ist. Das heißt, wenn ich die Schiebetür aufmache oder auch Leute den Bus sehen oder Freunde da sind, dass das irgendwie so ein Eyecatcher ist. Das hat sich irgendwann während dem Ausbau ergeben, dass ich mir noch so einen Kasten gebaut habe und ja, das ist so der kleine Thron für mein kleines Baby hier. Ja, ich habe hier bei mir im Schlafzimmer noch ein paar Kissen, also 3 Kissen im Prinzip. Und
die hat jemand für mich genäht und das ist eine alte Jeansjacke von meinem Opa. Also man kann das noch sehen, das ist hier so der Brustteil, man kann das auch noch aufmachen. Man könnte theoretisch noch was drin lagern. Und das Coole finde ich aber bei den großen Kissen, dass man noch wirklich so die Taschen hat, wo er damals schon so seine Hände drin hatte oder die er genutzt hat. Und ja, mein Großvater mütterlicherseits ist eine sehr wichtige Person für mich im Leben gewesen. Ist leider viel zu früh gestorben bei einem Verkehrsunfall. Aber dennoch ist es irgendwie für mich so, ja, hat es so eine große Bedeutung, dass die mit dabei sind. Deswegen, das finde ich echt, das war ein schönes Geschenk letztes Jahr und die werde ich hoffentlich ganz lange mit dabei haben. Ich habe soziale Arbeit studiert vor 10, 12, 13 Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Habe ein paar Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet und wie gesagt, die letzten 7 Jahre im Kindergarten. Den Job habe ich auch ausgeübt, solange ich jetzt in den Bus gezogen bin, die ersten Monate. Und ich habe schon die letzten 2 Jahre mit mir gerungen, mit der Entscheidung, ob das auf lange Dauer noch das Richtige ist. Und habe schon vor einem Jahr gemerkt, okay, dass es auf jeden Fall etwas ist, wo ich langfristig irgendwie raus möchte. Auch wenn ich den Job mit Kindern in dem Alter 3 bis 6 so gerne tue. Das ist für mich ein Job, den ich einfach sehr, sehr gerne tue. Es gibt mir mega viel und ich finde die Arbeit in der Altersgruppe so spannend. Da passiert so viel im Vergleich zur Jugendhilfe. Die Jugendhilfe war immer so, ich komme über eine Maßnahme vom Jugendamt und dann heißt, oh, der schon wieder. Oder Eltern, die keinen Bock auf ein Gespräch mit dir haben. So, und Kinder, so, da immer so, bam, Basti, was machen wir heute Geiles? Und ich dachte, juhu, das ist einfach eine schöne Tätigkeit gewesen. Aber dennoch, irgendwie mit Rahmenbedingungen generell in dem Tätigkeitsbereich habe ich einfach gemerkt, da kam ich an meine Grenzen, auch mit ein paar anderen Sachen. Deswegen habe ich für mich im Frühjahr, ein paar Wochen nach Einzug in den Bus entschieden, ich kündige den Job. Ja, und dann hat sich aber, wie es manchmal kommen Dinge, die man nicht erwartet oder nicht irgendwie sieht. Und dann hat mich Thilo von den Dachzeitnomaden angesprochen, irgendwann im Juni oder Juli, ob ich nicht mir vorstellen könnte, ein bisschen so im Bereich Social Media mit einzusteigen. Und dann habe ich ein bisschen mit mir gerungen, ob ich den Weg in die Selbstständigkeit gehe. Aber ich habe gedacht, nach diesem Jahr, was ich schon getan habe mit Wohnung kündigen, Job kündigen, why not so, ne? War es für mich eigentlich der logische Schritt zu sagen, okay, alles auf schwarz und ich versuche es einfach. Es gibt 2 Sachen, die ich nicht in meinem Bulli haben möchte. Toilette und TV oder Fernseher. Das sind 2 Sachen, die ich absolut überflüssig finde. Also Toilette, du kannst auf diesem Kontinent eigentlich überall auf Toilette gehen. Du kannst an Tankstellen halten, du kannst bei Einkaufsmärkten, auch während Corona-Zeit kann man öffentlich auf Toiletten gehen, wo konnte ich gehen. Und es gibt auch den Wald. Du kannst auch in der Natur, das machen Tiere auch, das geht auch. Und da bin ich bestimmt nicht der Erste, der das tut. So, und klar, du kannst auch, oder ich nehme auch Müll wieder mit. So, du kannst auch dein Toilettenpapier wieder einpacken und in die nächste Mülltonne tun. Das ist nichts Schlimmes. Da haben, glaube ich, manche ein Problem mit. Es geht. Und damit fahre ich gut und habe ich auch ein gutes Gefühl bei. Und genau, das andere, was ich nicht habe, ist der Fernseher. Aber aus dem Badezimmer noch generell noch eine Dusche. Ich könnte theoretisch, wenn ich Bock hätte, duschen. Habe ich im Sommer auch schon ein paar Mal getan. Jetzt im Winter, mal schauen, wird es vielleicht etwas härter. Die versteckt sich hier drunter. Im Prinzip ist es einfach nur noch mal ein Kanister. Ich glaube, er hat 30 Liter. Und dann ist da so eine Tauchpumpe drin. Und die Tauchpumpe kann ich dann einfach hier reinstopseln. Ups, haha, ausmachen. Kann ich reinstöpseln und dann habe ich hier einen Duschkopf, den ich draußen nochmal festmachen kann. Und dann durch den Schalter kann ich die Pumpe anmachen. Aber ich dusche jetzt nicht. Ja, wenn ihr das sehen wollt, wie ich dusche, ja, hier gibt es ein anderes Video. Also, Dusche aufbauen. Dazu muss ich hier oben einmal, eigentlich ganz einfach, diese Strapsen lösen. Hier ist eine und hinten ist noch eine zweite. Dann habe ich einfach hier das ist so ein Gartenbrause aus dem Baumarkt, einfach so das billigste Ding, was es mal gab. Und den mache ich mir hier oben nochmal einen Träger dran. Also ich mache einfach diesen Duscharm hier oben mit so Spanngurten dann einfach fest. Man kann den auch nochmal einen halben Meter rausziehen. Und dann den zweiten noch, dann hält das Wasser. Das war eigentlich, als ich den Bus ausgebaut habe, irgendwie, erst dachte ich, das ist irgendwie eine bekloppte Idee, aber irgendwie
es funktioniert und es ist halt simpel. Und auch funktionieren halt auch die einfachen Sachen. Jetzt muss ich den Schlauch nur noch holen. Jetzt kommt der Schlauch drin. Und eigentlich müsste es jetzt funktionieren. Eine Situation, die für mich so der krasseste Tiefpunkt war, und das war Anfang Juni, so nach 2 Monaten im Bus, eine Situation, dass ich auf der Autobahn, auf der A7 nachts mit einem Feuerlöscher einen Elektrikbrand im Motorraum gelöscht habe. Und da hat etwas Feuer gefangen, was nicht korrekt montiert war. Und da hieß es wirklich schlagartig, das Ganze, ja, der Traum und das, was ich gerade lebe, Vollzeit im Auto, schlagartig war vorbei. Also ich war gerade so weit, dass ich mich so weit eingegruft hatte, meine Abläufe hatte. Ich hatte meine Stehplätze, wo ich nachts irgendwie stand. Ich wusste, wie die Abläufe sind, was Wäsche waschen und das ganze Leben mit drin angeht. War gerade im Flow und dann schlagartig war es vorbei. Und es hat mir gezeigt, dass das Risiko ist natürlich höher. Es ist alles im Prinzip auch auf einer Karte. Das Leben findet in einem Auto statt. Und es ist nicht so, dass wenn dem Auto was passiert, kann ich noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Sondern wirklich, dann ist nicht nur ein Bus in dem Sinne irgendwie defekt, sondern dein ganzes Zuhause funktioniert gerade nicht mehr. Und das waren insgesamt 8 Wochen, bis der wieder heile war. Und es hieß wirklich dann ein paar Wochen lang, ja, auch zu schauen, okay, wo kriege ich Hilfe her? Und habe auch über viele Seiten wunderbare Hilfe bekommen von Freunden, die mich erstmal aufgenommen haben. Ein Kumpel, der mir geholfen hat, Ersatzteile zu bekommen. Und dann über einen wundervollen Kontakt, auch über Dachzeltnomaden, jemanden, der den Bus einfach wieder geflickt hat. So, und ich hätte es selber halt niemals irgendwie geschafft. Und hatte währenddessen einen Leihwagen, konnte, glaube ich, 3-4 Wochen in dem kleinen gelben Caddy leben. Ganz spartanisch, irgendwie einfach Ladefläche, Matratze rein, eine Tüte mit Lebensmitteltüte mit Kochsachen, ein bisschen Klamotten, die Gitarre und los ging's. Und das war für mich so eine krasse Erfahrung, nochmal zu merken, ja, dass so schön das alles ist oder auch das Leben in einem Auto, die Freiheit, die man hat, die kann aber wirklich auch schlagartig vorbei sein. Sei es durch einen Schaden, durch einen Brand, durch einen Diebstahl, was auch immer. So, und sich das bewusst zu machen, finde ich nochmal ganz wichtig. Also für mich war das wirklich nochmal ganz krass erden. Und einfach zu sehen, okay, das ist schön, aber passt gut auf das hier auf, weil mehr ist eigentlich nicht da. Das ist Glas, das ist auch kein Plastik. Ich nehme sie noch raus. Und das sind auch keine Weingläser, wie man vielleicht denkt, das sind Biergläser von den Craft Beer Days in Hamburg mal mitgebracht. Das ist eine Erinnerung an einen schönen Abend mit Freunden. Ne? Und ich habe diesen Halter mal geschenkt bekommen und dann dachte ich, der muss auf jeden Fall in den Bus. Und diese Dinger sind wirklich, das ist normales Glas und da passiert gar nichts. Die sind schon mit mir durch Norwegen gefahren oder leichte Offroad-Strecken und da passiert halt nichts. Klar, die wackeln hier ein bisschen vor sich hin, die stoßen nicht aneinander und das hält super. Und ich finde es optisch halt mega cool. Also es ist noch so ein kleiner Eyecatcher. Ich liebe Eyecatcher. Irgendwie sieht man vielleicht den Bus, aber ja. Also ich habe hier unter der Küchenzeile habe ich einfach ein paar Schränke oder ein paar Klappen gebaut. Da ist so ein bisschen Vorräte drin. Habe ich oft irgendwie hier einfach Hafermilch fürs Frühstück, ein paar Aufstriche, ja, Mülltüten. Ich mache es immer hier so mit Papiermülltüten. Mit denen kann ich den Müll irgendwie ganz gut sortieren. Die lagere ich hier drin. Und das Ganze halt mit so Kugelschleppern hier für die Fahrtgesichter. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und da geht auch, obwohl das hier 45 Grad sind, da geht gar nichts auf. Ja, das gleiche nochmal hier in dem hinteren Fach. Da sind eigentlich alles an Kochequipment drin. Da habe ich eben noch ein Brettchen. Lieblingskaffeebecher. Finde ich total geil. Das ist so ein zweiwandiger Becher. Und der ist halt isolierend. Das heißt, es wird nicht heiß im Vergleich zu anderen Bechern. Deswegen, die 3 ist so mein Standard-Equipment, weil ich irgendwie wenig koche. Ich esse gern kalt oder halt Müsli. Ja, und sonst ein bisschen Besteck. Ich habe hier das hintere Fenster vom Bus zugemacht. Mit einfach gedämmt, dann so eine Holzplatte davor und einfach Sachen wie Besteck einfach hier schnell zu weggreifen. Dass dafür keine extra Schublade da ist. Genau, wenn der Platz, der eigentlich schon groß genug ist, auch mal irgendwie nicht reichen sollte, ist hier noch ein Auszug. Könnte man hier auch noch mal irgendwie die ganze Küchenfläche erweitern. Genau. Off-Pole sitzt dann aufs Bett, aber gut. Da ich hier alleine wohne, ist das egal. Und wie so viele Camper dachte ich auch, als ich mir diesen Bus ausgebaut habe, ich brauche ein Waschbecken. Waschbecken ist vermutlich das Wichtigste in einem Camper. Ich würde es am liebsten rausschmeißen. Also ich brauche es nicht. Ich habe es zwar verbaut, hier mit Wasserhahn und einem richtigen Waschbecken hier unten für den Abfluss. Es sind auch 2 Kanister da, das heißt, es funktioniert auch so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe
in den 2 Jahren oder 1,5 Jahren, wo ich den Bus jetzt habe, ich habe einmal drin abgewaschen und ich nehme mir einfach nur Wasser für einen Tee und Kaffee daraus. Und jetzt mittlerweile ist es einfach eine schöne Möglichkeit, um das Obst zu verstauen. Und für was anderes hat dieses Ding bei mir keine Verwendung. Also kann ich mir eigentlich auch schenken. Und wie wäschst du denn ab? Ich bin Freund von einfach, wenn ich meinen Topf habe, einfach mit einem nassen Tuch, mit Fingern einfach nass machen. Ich habe sogar schon mal von jemandem schon mal was gelesen oder gehört, dass man einfach mit Sand und Wasser kriegst du Sachen auch super sauber. Du musst nicht immer mit auch biologischen abbaubaren Mitteln oder großem Waschbecken, einfach mit Hand, ich bin da stumpf. Kommt, glaube ich, so ein bisschen aus alten Pfadfinderzeiten. Mit dem, was man gerade hat, irgendwie klarkommen. Nicht groß mit Handtuch und einfach irgendwie abtropfen lassen oder nicht groß mit Equipment die Sachen sauber kriegen. Also da bin ich echt stumpf und da reicht mir noch weniger, als man irgendwie hier vielleicht sogar noch haben könnte. Also ich würde jedem, der irgendeine Idee im Kopf hat, was er mal tun möchte in seinem Leben, einfach aus meiner Erfahrung den Tipp mitgeben, egal was einem im Kopf rumschwirrt und man denkt vielleicht, okay, das ist nicht machbar, irgendwie an dem Ding dranbleiben und nicht aufgeben, diesen Weg irgendwie zu verfolgen. Auch wenn nicht vielleicht nicht gleich klar ist, ob es 100% klappt oder wo der Weg hinführt, aber diese eine Sache, die einen irgendwie fesselt, weiterzugehen. Weil ich habe auch gemerkt, mich fasziniert das Thema mit dem Bulli und Reisen so dermaßen und ich habe irgendwie versucht, alles auf die Karte zu setzen, irgendwie mit denen auszubauen, dass ich mich da wohlfühle. Und dadurch kamen erst andere Sachen in Gange, die ich gar nicht vorher absehen konnte. Aber einfach das, was einen fasziniert, irgendwie wirklich mit Leidenschaft und wirklich vollem Elan auch weiterzuführen. So, und wenn man da wirklich hintersteht, oder ich stand auch hinter dem ganzen Umbaubus. Und deswegen, ich bin auch irgendwie ein Stück weit so stolz auf das, was hier so entstanden ist. So, das geht aber, glaube ich, nur, wenn man wirklich sich auf eine Sache fokussiert und nicht zu sehr versucht, mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig abzuarbeiten. So, für mich hieß es halt ein Dreivierteljahr lang arbeiten, schlafen, Bus bauen. Und das unter der Woche nach Feierabend und am Wochenende. Und das ein Dreivierteljahr lang. Aber das hat auch körperliche Grenzen. Da gibt es auch Phasen, wo ich das am liebsten an die Wand klatschen wollte und dachte so, ich verkaufe das Ding wieder, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber da auch durchgehen und immer weitermachen und sagen, okay, auch wenn es echt Tiefphasen gibt, die demotivieren, ist das Ergebnis, wenn man das geschafft hat, einfach, das Ergebnis kann ganz schön grandios oder famos sein. Definitiv. Und für mich ist es halt mittlerweile, dass dadurch irgendwie für mich jetzt mein eigenes Zuhause entstanden ist. Also ich hätte damals nicht gedacht, durch die Phase, wo ich den Bus gebaut habe, dass ich eigentlich gleichzeitig mir ein eigenes Zuhause schaffe. Das war damals gar nicht die Absicht, aber mittlerweile ist es soweit. So, und durch das Zuhause sind einige andere Sachen entstanden und das hängt halt irgendwie aneinander. Und oft passieren Dinge, die man gar nicht vorhersehen kann. Auf dem Dach ist ein kompletter Dachträger für die ganze Fläche. Hier auf der ganzen Seite habe ich noch eine Markise, die lässt sich halt ausrollen. Ich glaube, ich gehe 2 Meter raus. Ist ganz cool, gerade mal im Sommer, wenn es wirklich heiß wird und halt die Sonne nicht wirklich gleich hier so ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer scheint. Ja, und ganz vorne drauf habe ich ein Solarpanel. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da ist oben nochmal ein 100 Watt Solarpanel drauf. Einfach für die Stromversorgung. Also ich habe eine zweite Batterie und das wird dadurch auch nochmal geladen. Und klar, jetzt heute bei solchen Wetterverhältnissen nicht so sehr. Aber an sich im Sommer ist das super. Also 100 Watt reichen da locker aus und die Kühlbox ist der größte Verbraucher und so groß ist sie nicht. Deswegen reicht das auf jeden Fall. Ja. Und hinten noch ein Ersatzrad und eine Werkzeugkiste und in der Mitte ein Loch. Was war denn in diesem Loch? Was ist passiert? Ja, auf dem Dach hatte ich jetzt ein Jahr lang oder 1,5 Jahre ein Dachzelt. Das ist aber seit ein paar Wochen runter. Und das ist bei der ganz coolen Aktion von Dachzeltnomaden auch in den Dachzeltdorf gekommen und steht da jetzt in Celle auf einem Trecker. Also wer das mal sehen will, kann gerne mal bei dem Video vorbeigucken. Ja, jetzt seit einem halben Jahr in dem Bus zu leben und jetzt sogar seit bald sogar fast 2 Monaten schon hier drin auch zu arbeiten, ist für mich etwas, was ich wirklich als großes Glück empfinde. Also ich bin mir bewusst darüber, dass es etwas ist, was ja nicht alltäglich ist und ich bin dankbar dafür, das erleben zu können. Es ist einfach auch eine Freiheit, sich den Tag gestalten zu können. Ich kann mir überlegen, ob ich jetzt theoretisch morgens um 6:30 arbeiten möchte, um 8, um 11 oder ich sage, okay, ich mache das nachmittags und abends. Ich habe zwar gewisse Sachen, wo ich weiß, die muss ich bis dahin dann fertig haben, aber sich diesen beruflichen Kontext auch jetzt mal im Bus noch mal selber einteilen zu können, das ist schon ein Gefühl und das Gefühl ist gut. Ich bin mir aber manchmal noch gar nicht wirklich darüber bewusst, was es denn noch heißt. Also ich habe das schon verstanden, dass ich das leben kann.
Aber manchmal habe ich auch Tage, wo es noch nicht richtig angekommen ist. Da sitze ich manchmal und denke, Basti, was tue ich hier gerade oder was kann ich hier gerade tun? Und dann, also es ist noch nicht so, dass ich hier lebe und hier die größten Glücksgefühle habe. Also ich bin mir darüber bewusst, aber es ist manchmal noch nicht ganz angekommen, weil das so schnell ging in diesem Jahr. Also die Wohnungsauflösung ging schnell. Jetzt dann zu sagen, okay, ich ziehe den Bus, das war ziemlich flott eigentlich für mich, die ganze Thematik. Ja, und allein das Arbeiten anzugehen, das ging so zügig, dass ich merke manchmal, ich muss das alles noch ein Stück weit verarbeiten. Oder generell auch damit klarkommen. Es ist halt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen 8-Stunden-Arbeitstag und danach fahre ich nach Hause und koche was. Es ist halt irgendwie nebenbei, musst du auch noch schauen, okay, du musst auch schauen, wo kannst du mal duschen, ne? Oder wo kannst du mal Wäsche waschen. So den Alltag nebenbei noch geregelt zu bekommen und nebenbei zu arbeiten. Das ist eine Herausforderung. Und da stecke ich gerade drin. Ich habe da ganz gute Schritte schon gemacht, glaube ich, um da ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Um da auch so ein Gefühl zu bekommen, okay, wie möchte ich die Woche oder den Tag gestalten. Ne? Ich habe das ist dieses typische, weiß nicht, Instagram-Ding. Man sieht irgendwie eine Deko in einem Bus und denkt so, ja, sie macht es ganz gemütlich oder ganz wohnlich. Und ich fand es irgendwie cool. Ich hatte die Gläser damals bei der Auflösung von der Wohnung übrig. Und dann dachte ich, ja komm, scheiß drauf, schraub die an die Decke so. Ne? Und ich habe hier vorne eigentlich Rosinen dran. Und im ersten Urlaub waren die Gläser noch leer und ich wusste nicht so wirklich, ja, was machst du damit? Da habe ich einfach stumpf Muscheln reingetan. Und seitdem sind die da drin. Und ja, ist eine Erinnerung an eine schöne erste Tour mit dem Bus. So, und ich habe viele Erinnerungen in dem Bus, aber das ist so ein bisschen was mich irgendwie hochhält. Wenn ich oft Sachen sehe, die mich an Sachen erinnern, das sind für mich irgendwie, ja, klar, ich trage die Erinnerungen auch bei mir, aber ich freue mich immer, wenn ich ein paar Sachen sehe. Genau wie so eine Wand mit Karten oder Erinnerungen von Freunden. Das war schon immer so ein bisschen mein Favor. Ja, oder was ich einfach gerne mache, ja, was ich gerne bei mir habe. Ja, und hier oben noch ein paar Gewürze, Salz. Hier habe ich noch Agavendicksaft fürs Müsli manchmal noch. Ich liebe es scharf. Ich habe immer Avo Chili dabei. Und noch ein bisschen Musik. Ganz abends, wenn ich im Bus bin, lasse ich einfach ein bisschen Musik laufen. Das ist für mich auch was. Neben der Gitarre, neben Gitarre spielen, einfach generell Musik. Ich mag es irgendwie mit Hintergrundmusik. Das ist was, wo ich komplett runterfahren kann. Also entweder Musik selber machen oder hören. Außer beim Arbeiten. Da brauche ich Ruhe. Aber sonst im Alltag auch gerne Türen auf und einfach so ein bisschen drumherum im Bus leben und dabei Musik laufen lassen. Ja, das sind schöne Momente. Ja. Also ich merke oft, dass mein Umfeld, die von mir mitbekommen, was ich tue, wo ich gerade bin, was ich privat beruflich tue, natürlich viele Fragen haben. Viele schreiben mich an und wollen einfach ganz praktische Sachen wissen über das Leben im Bus. Wie klappen alltägliche Dinge? Oder wie mache ich das mit dem Freistehen? Und ich merke durch alles, was ich online auch über WhatsApp-Status zum Beispiel poste, ich versuche viel in meinem Umfeld was mitzuteilen, dass ich manchmal schon das Gefühl habe, dass ich manchen Leuten ein bisschen was Inspirierendes mit auf den Weg geben kann. Weil das ist schon im Vergleich zu dem, sagen wir mal, Standardleben, was ich ja auch vorher gelebt habe, einfach was völlig anderes, also eigentlich eine 180-Grad-Drehung. Und mir ist immer wichtig, allen, die Fragen an mich haben, also einfach zu sagen, ja, das ist einfach zu tun. So, wenn es da eine Sache gibt, die einem Spaß bereitet oder denkt, das möchte ich mal erleben, das einfach umzusetzen und sie nicht davon abhalten zu lassen, was vielleicht irgendwie auch gute Freunde denken oder Umfeld oder Familie. Weil irgendwie am Ende des Tages muss man selber irgendwie mit dem zufrieden sein oder glücklich sein. Und das finde ich irgendwie das Wichtige daran. Und es nicht zu tun oder Dinge im Leben nicht zu tun, damit andere zufrieden sind, sondern dass man selber in sich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, das, was mir wichtig ist, habe ich irgendwie auch geschafft umzusetzen. Ich habe es wenigstens versucht. Es muss ja nicht immer alles das Riesenergebnis sein oder sonst was werden, aber man hat irgendwie das, was einem wichtig ist, irgendwie versucht umzusetzen. Und da einfach dran zu bleiben und sich nicht von vielleicht auch mal negativen Meinungen, Rückmeldungen gleich irgendwie einschüchtern lassen oder sich irgendwie davon abbringen lassen. Einfach dranbleiben und dann kann es großartig werden.